Hallo, ich bin Lina und heute zeige ich dir ein paar Workflows im Social Hub, die dir dabei helfen, dein Beschwerdemanagement auf Social Media zu vereinfachen. Das Wichtigste bei Beschwerden ist, dass sie natürlich zügig bearbeitet werden. Allerdings musst du sie dafür auch zunächst aus der Flut aus anderen Kommentaren und Nachrichten finden. Und genau hier kommen unsere Smart Rules ins Spiel. Denn mit unseren Smart Rules kannst du Beschwerden priorisieren. Und das passiert so. Im ersten Schritt legst du eine Keywordliste an, die Begriffe beinhaltet, die sehr oft in deinen Beschwerden vorkommen. Das können einzelne Worte wie zum Beispiel Support sein oder auch ganze Sätze wie „Wo bleibt eigentlich meine Bestellung?". Die Liste kannst du natürlich jederzeit ergänzen oder anpassen. Ist die Keywordliste fertig, kannst du auch schon deine erste Smart Rule erstellen. Unsere Smart Rules funktionieren nach einem simplen Wenn-Dann-Prinzip. In diesem Fall, wenn ein Ticket ein Keyword aus der Beschwerdeliste enthält, dann soll es als Priority markiert werden. Das heißt, dass in deiner Inbox alle Tickets, die auf diese Smart Rule zutreffen, hier in diesem Priority-Ordner landen. Du siehst die wichtigsten Tickets sofort separat und kannst sie als erstes abarbeiten. Wenn du häufig sehr ähnliche Beschwerden bekommst, macht es Sinn, vorgeschriebene Antworten bereits parat zu haben. Diese kannst du ganz praktisch in den Vorlagen anlegen und entsprechend benennen. Das ist besonders hilfreich, wenn du sehr strikte Vorgaben für die Antworten hast oder diese tendenziell länger ausfallen. Denn du kannst dir eine Menge Zeit sparen, wenn du beim Beantworten der Tickets ganz einfach auf die bereits geschriebenen Vorlagen zurückgreifen kannst. Falls die Beschwerde an eine andere Abteilung gehen soll, kannst du auch das direkt im Social Hub erledigen, und zwar über die E-Mail-Funktion. Du gibst hier nur noch den Empfänger einen Betreff und eine Nachricht, wie zum Beispiel „Könnt ihr euch zeitnah bei dem Kunden melden" an und kannst es verschicken. Der Empfänger erhält nicht nur deine Nachricht, sondern auch den Originalbeitrag mit allen wichtigen Informationen. Eigentlich könnte deine Arbeit hier schon erledigt sein. Doch wir haben noch einen kleinen Tipp für proaktives Community Management für dich. Denn mit unserer Ticket-Pausieren-Funktion kannst du dir das Ticket auf Wiedervorlage legen. Das heißt, in 2-3 Tagen taucht es nochmal ganz oben in deiner Inbox auf und du kannst proaktiv schreiben, ob das Problem schon behoben wurde. Das hinterlässt einen super Eindruck und zeigt, dass du die Beschwerde wirklich ernst nimmst. Wenn du mehr über die Tickets-Pausieren-Funktion erfahren willst, kannst du unser separates Video dazu schauen. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Beschwerden mag wirklich niemand, aber mit den richtigen Tools können sie schnell und effizient bearbeitet werden und sind dann nur noch halb so schlimm. Wenn du Fragen zu den hier vorgestellten Features hast, melde dich gerne bei uns.